Wir sind unterwegs mit unserem Van, diesmal im hohen Norden in Schleswig-Holstein. Hinter uns liegen ein paar Tage voller Wetterextreme. Brütende Hitze und heftige Sommergewitter haben uns ganz schön gefordert, körperlich und mental. Jetzt sind wir angekommen, an der rauen Nordseeküste, wo der Wind durchatmen lässt und die Luft nach Salz schmeckt. Der Alltag kehrt langsam zurück, mit all seinen kleinen Routinen. Nachdem wir etwas Zeit an der Küste verbracht haben, führt uns unser Weg ins Inland zwischen Nord- und Ostsee. Hinter unserem Parkplatz geht direkt so ein Naturschutzgebiet los, wo wir jetzt einmal hinspazieren bis zum Deich. Das ist richtig schön, wie viele Vögel links und rechts hier überall nisten oder Pause machen auf ihren Zügen Richtung, wo geht es gerade hin? Richtung Norden wieder, im Sommer. Oh, wieder voll viele Babys. Nordsee. Strandkorb, Möwe, Deich. Wind. Ja, hier gerade fast ein Malheur passiert. Peppi hat sich irgendwie auf den Boden gewälzt und Abgeleint. Aber saß einfach hier rum. Hat die Schafe beobachtet. Das wäre was geworden, Leute. Vielleicht haben wir mittlerweile doch auch gar keinen so einen krassen Hund mehr. Ich glaube, es war Glück. Das war Glück. Auf jeden Fall, ich meine, an der Küste weiß man ja nie, wie das Wetter ist. Es war Regen vorhergesagt, 90%. Jetzt haben wir schon eigentlich den ganzen Morgen. Naja. Seit wir los sind, vorher hat es die ganze Zeit geregnet. Ja. Aber es sieht auch ganz schön dunkel aus. Gehen auch gleich wieder zurück. Das war das lustigste, kleinste Zügchen, was wir bisher gesehen haben. Hat noch ganz schön Weg vor sich. Ja. Das ist wohl das Verkehrsmittel darüber auf die Insel. Hallo. So, der Wind nimmt ordentlich zu und es zieht zu. Und wir müssen noch ganz schön weit zurücklaufen. Ich glaube, das machen wir jetzt mal. In der Hoffnung, dass wir auch noch trocken zurückkommen. Es wird frisch. Komm, Peps, groß. Meine Haare sind richtig durch den Wind, aber das war doch jetzt eine schöne Runde. Peppi ist müde und die Sonne ist jetzt richtig krass rausgekommen und wir haben jetzt schon Nachmittag und wir dachten, vielleicht geben wir St. Peter-Ording doch mal eine Chance, auch wenn gerade irgendwie alles dagegen spricht. Wir hatten da echt schon mal 1, 2 gute Tage und deswegen fahren wir jetzt da einmal hin und gucken, vielleicht gibt es ja heute doch nochmal einen schönen Sonnenuntergang. Gestern Abend war es ja auch nochmal richtig krass zwischen dem Regen. Und fingers crossed.
Parkplatz angekommen und ab 8 muss man hier keine Gebühren mehr bezahlen. Wir haben jetzt 7:30. Also bezahlen wir wohl noch für eine halbe Stunde. Wir hatten auch schon jegliches Wetter, seit wir angekommen sind. Regenbogen, Sonne, Wind, Regen. Regenbogen? Ja. Wieso habe ich den nicht gesehen? Hast du den nicht gesehen? Nee. Den habe ich sogar auf Kamera. Echt? Ja. Was habe ich dann gemacht in der Zeit? Keine Ahnung. Der Parkplatz hier ist schon ziemlich leer. Hinter uns ist ein Campingplatz, der ist einfach auf den letzten Platz belegt. Eng an eng. Abgefahren. Aber ja, wir gehen jetzt einfach erstmal über den Deich und gucken, was da kommt. Guck mal, was man da bezahlen muss. Okay, das Prinzip scheint ziemlich einfach zu sein. Man wird gescannt beim Reinfahren und bevor man rausfährt, bezahlt man quasi. Also erst, wenn wir gehen. Gerade eine lange Hose angezogen und wir wollten los. Hat jetzt angefangen zu regnen. Jetzt warten wir mal kurz ab, ob es ein kurzer Schauer und wie doll das so wird. Hat irgendwie schon wieder aufgehört. Ja, irgendwie ist tricky. Man kann es nicht so richtig einschätzen. Jetzt hört es gerade wieder ein bisschen auf, ne? Peppy knuspert so lange mal noch was. Wir probieren es einfach mal. Mehr als nass können wir nicht werden. Dieser Strand ist einfach so Wahnsinn. So riesig und weiß. Und krass. Na gut, hat sich gelohnt. Ja, ich freue mich ab. Wir sind zurück am Van und es war jetzt nochmal richtig schön, dass wir hierher gekommen sind. Ich hatte ja so voll meine Zweifel, aber war eine
Richtige Entscheidung. Ich habe die Ehre, zurückzufahren zum Stellplatz. Wir wissen zwar noch nicht, zu welchem wir zurückfahren. Die Ehre. Wir gucken einfach mal, wo wir ein Plätzchen finden. Und ja, ich würde sagen, Top-Geheimtipp vielleicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Parkplatz komplett leer. Wir haben jetzt, wie viel Uhr? 9? Ja. Viertel nach 9. Viertel nach 9. Also ab 8 muss man auch keine Parkgebühren mehr bezahlen. Also wir bezahlen jetzt für eine Stunde, weil wir um 7 gekommen sind, 3 €. Das finde ich ist ziemlich okay. Das kann man machen. Jetzt eine Toilette, was zum Abduschen und Kram. Nicht schlecht. Und Tagesgebühr wäre jetzt 10 €, das finde ich fast auch noch okay. Ja, das stimmt. Als wir ankamen, war auch noch gut besucht, aber... Ja. Ach, ist einfach schön. St. Peter-Ording ist schön, Leute. Tibi-Tobi. Wir sind ja gerade ein bisschen langsamer unterwegs und genießen total die Vorzüge von Bekannten und von bekannten Regionen. Die Lust aufs Reisen und auf Sprachen sind aber definitiv nicht vergangen. Unsere Südamerika-Reise war einfach so ein großes Highlight und wir konnten Spanisch nicht perfekt, aber mit dem Basiswissen und Grundwissen, was wir hatten, hat es die Reise einfach so viel angenehmer gemacht, sei es beim Einkaufen, bei Grenzgängen oder eben bei kurzen Begegnungen unterwegs. Es hat ja die Reise noch ein bisschen besonderer gemacht. Und damit das nicht ganz komplett vergessen geht, lerne ich jetzt heute Morgen eine Lektion mit Rosetta Stone. Die App hilft uns auf jeden Fall, unser Spanisch immer wieder aufzufrischen und irgendwann hoffentlich sicherer zu werden. Encantado de conocerlo, Tomás. Encantado de conocerlo, Tomás. Oder vielleicht auch einfach mal eine neue Sprache ausprobieren. Es stehen uns auf jeden Fall insgesamt 25 Sprachen zur Verfügung. Also egal, wo es in Europa hingeht, wir können uns bestens mit Rosetta Stone vorbereiten. Das Ganze funktioniert auf jeden Fall ziemlich intuitiv mit Bildern, Szenen und echter Aussprache. Also eher so ein bisschen spielerisch statt so langweiliges und schnödes Vokabelpauken. Auch wenn wir gerade nicht im Ausland sind, Sprache bleibt für uns ein absoluter Türöffner und wer weiß, wann die nächste Reise kommt, dann sind wir auf jeden Fall vorbereitet. Wenn ihr auch Lust habt, mit unserem Link unten in der Beschreibungsbox bekommt ihr 60% auf ein Lifetime-Abo. Das bedeutet lebenslanges Lernen von so viele Sprachen ihr möchtet, ohne Abo, ohne Ablaufdatum. Ob für die nächste Reise oder halt einfach nur fürs im Kopf fit bleiben, Rosetta Stone ist für uns auf jeden Fall der perfekte Begleiter. Ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Gott sei Dank sind wir früh wach. Hier kamen gerade die Gemeindemitarbeiter und die haben jegliches Gerät dabei, um hier zu mähen. Und wir wollen natürlich nicht im Weg rumstehen. Und ich glaube, es wird auch ziemlich laut. Deshalb packen wir jetzt schnell zusammen und fahren direkt zu dem nächsten Spot, was ich eigentlich gedacht hatte. Wir haben es ja schon oft erzählt. Da, wo wir sind, an schönen Plätzen wird Rasen gemäht. Es zieht sich wie ein grüner Faden, ein grüner Rasenfaden durch unsere Reise. Leben. Ja. Die sind da mit ganz schön vielen Männern und Frauen angerückt. Das sah nach einer
Operation aus. Ich war jetzt tatsächlich nicht mehr mit Peps draußen, aber wir gucken einfach irgendwo, wo wir anhalten können. Und dann stoppen wir die nächsten Minuten schon und dann drehen wir direkt eine Runde mit Peps. Gerade abgelegt. Das ging richtig schnell. Die waren ja mal obercool. Obercool. So wie du gerade. Die waren ja richtig nett. Ich habe hier von der Fähre tatsächlich, soll hier ein Parkplatz sein, wo man sich hinstellen kann. Und ich habe gesehen, man kann hier den Kanal entlang laufen. Wir sind nämlich am Nordostkanal. Nordostseekanal. Nee, der heißt Nordostkanal. Ha! Ja, und hier kann man, glaube ich, schön mit Peppi langlaufen. Und vielleicht noch ein paar Schiffe beobachten. Ist ganz schön frisch hier. Musste sogar noch mal die Jacke wechseln. Man braucht was Winddichtes. Da haben wir doch einen ganz schönen Spaziergang mit Peppi für heute Morgen gefunden. Direkt hier nach der Fähre konnte man auf dem Parkplatz, habe ich glaube ich schon gesagt. Und jetzt kann man hier theoretisch kilometerweit geradeaus entlang des Kanals laufen. Wir haben eigentlich gehört, dass hier ordentlich große Schiffe entlang tuckern. Bisher ist aber nur ein Segelboot an uns vorbeigekommen. Wir machen so eine richtige Nordentour. Das gefällt mir richtig gut. Die Leute sind gut drauf, die Leute sind nett. Oder Basti? Ich fühle mich auch einfach nur wohl im Norden. Ist einfach schön. Und kommt dein Snack wieder? Also langsam, je häufiger ich mich hier mit Fährmeistern unterhalte, desto besser wird es wieder. Das heißt besser, man. Das Schwäbisch geht ein bisschen raus. Bisschen? Ja. Wir haben auch gesehen, vorne an dem Fähranleger gibt es eine kleine Imbissbude. Und meine flinken Google-Finger haben das mal ausgecheckt. Der macht heute Mittag auf. Sprich, wir bleiben jetzt einfach noch ein bisschen an dem Platz
arbeiten was und dann gucken wir mal, was es da so zum Essen gibt. Große Schiffe haben wir nicht gesehen, aber das Gute ist, wir bauen jetzt hier einfach unseren Arbeitsplatz auf und warten hier einfach noch ein bisschen. Da ja 110 Schiffe pro Tag hier vorbeifahren sollen, rechnen wir uns gute Chancen aus, dass wir hier ein bisschen was sehen. Ja, und wir warten jetzt einfach noch. Ich glaube, heute Mittag macht die Bude vorne auf. Also frühstücken wir jetzt eine Kleinigkeit. Dann essen wir dann nachher eine Kleinigkeit. Es gibt Currywurst und Fish and Chips. Nice. Halleluja. Wie hat das denn geklappt? Was wir immer gern mal machen, ist unser Getränk hier aufs Regal stellen, überm Bett und das dann vergessen, wenn wir losfahren. Und dann hatten wir hier schon die ekligsten Kaffeeflecken, Cola, Apfelsaft, alles mögliche. Es sah jetzt auch echt ultra eklig aus, wie so ein kleiner Urinbecher. Nee, Apfelsaft. Und das lassen wir dann oben stehen und fahren wir los und dann in der nächsten Kurve rattert das aufs Bett und alles ist nass und eklig. Und der Tag ist dann auch gelaufen. Und der Tag ist dann auch gelaufen, weil man dann das Bett nicht nutzen kann. Und erstmal eine Wäscherei suchen, naja, egal. Auf jeden Fall haben wir es anscheinend vergessen. Es stand gerade noch oben, aber es ist während der kurzen Fahrt hierher, Gott sei Dank, auch nicht runtergefallen. Mann, das wäre es gewesen. Das hätte zu der Woche gepasst, wenn ich ehrlich bin. Und da kommt schon der erste. Okay. Ich meine vorhin gelesen zu haben, wenn ein Schiff in dem Kanal diese maximalen zulässigen Maße überschreitet, dann gibt es eine Schlepperpflicht. Ich dachte allerdings nur in den Schleusen, aber scheinbar. Aber vielleicht muss er auch geschleppt werden. Aber in den Schleusen gibt es dann eine Schlepperpflicht. Halbwissen. Ich hätte es dir geklaut. So, Hunger. Auch mit. Hoffentlich hat das jetzt auch offen. Das ist so ein richtiger Classic. Da sind ja ein paar Leute hingepilgert. Also Ja, das stimmt. ich bin guter Dinge. Ist ein Autoschlüssel? Nee, du? Nee. Ah. Wenn wir nichts gegessen haben. Stehen zumindest Blümchen draußen. Currywurst. Einmal Currywurst und Pommes. Sehr gerne. Ja. Aber schenkt ihr ein Bier aus? Nee, Currywurst hatte ich gesagt. Ja, Currywurst. Ja. Tschüss. Ist gut, sehr gut. Wir wussten unsere Nummer nicht mehr, deswegen wurden wir ein bisschen überrumpelt. Das heißt überrumpelt, wir waren die einzigen, Die ist nicht abgeholt. ja, denen es zum Tisch gebracht wurde. Es ist keine Veggie-Currywurst, aber gibt es auch nicht. Aber es ist von einem regionalen Bauern hier
Und ich hatte so Lust drauf. Ausnahme gemacht. Ja, jetzt muss es genießen. Mhm. Mhm. Können wir direkt Werbung machen. Die gibt es erst seit einer Woche. Wirklich? Ja. Also die Imbissbude gibt es schon wohl länger. Aber sie haben es erst seit einer Woche übernommen. Und haben das jetzt alles so hergerichtet. Was? Und ja, seit einer Woche geöffnet. Das ist cool. Richtig cool. Wie heißt's? Für die Fischerhütte. Fischerhütte. An der Fischerhütte Fernüberfahrt. Am Nord-Ostsee-Kanal. Richtig cool. Absolut empfehlenswert. Ja. Ultra lecker. Sie haben Kuchen, Kaffee, Currywurst und am Wochenende gibt es noch Backfisch und normale Fischbrötchen. Aber es ist richtig gut alles. Richtig schön gemacht. Das war doch jetzt eine schöne Mittagspause. Genau nach meinem Gusto. Stimmt. Kuchen, Pommes, Currywurst. Genau nach deinem Gusto. In der Reihenfolge auch. Wir packen jetzt zusammen, fahren mal noch ein Stück weiter, gucken, was so kommt, würde ich sagen. Das ist ein richtig schöner Platz. Direkt an einem See. Stehen hier schon 2, 3 Camper. Ich laufe mit Peppi jetzt einmal um den See. Und ja, ist wieder von der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt. Richtig cool. Und ja, check mal die Lage mit Peps. Geil! Ich bin gerade losgelaufen und beim Loslaufen sind wir hier direkt an so einem Himbeerstrauch vorbeigekommen. Und hier hängen schon richtig viele reife Himbeeren. Ich frage mich, warum die noch keiner gepflückt hat. Darf man sowas nicht? Gehören irgendjemandem so wilde Himbeersträucher? Die schmecken auf jeden Fall ultra lecker, die sind richtig süß. Besten Himbeeren überhaupt. Ist jetzt nicht die Ultra-Ausbeute, aber ein paar zum Naschen. Nice. Wir gucken jetzt Videoprobe und snacken die selbst gepflückten Himbeeren. Guten Morgen. Wir sind schon aus Hamburg rausgefahren. Wir haben uns einen Kaffee gemacht, beziehungsweise ich.
das war ein, würde ich sagen, perfekter Morgen. Wir haben Sport gemacht, wir haben ein bisschen am Laptop gearbeitet, war eine große Runde mit Peppy und wir stehen direkt am See und konnten direkt noch eine Runde schwimmen gehen. Gegenüber ist sogar ein kleines Häuschen mit einer Dusche, da ist Basti jetzt schon hin und ich mache uns so lange Kaffee und Tee, ein bisschen Frühstück und dann springe ich danach unter die Dusche. Der Sommer ist zurück. Nach ein paar Tagen jetzt Wind und Wetter kann man es wieder draußen schön machen. Guten Morgen. Das ist eigentlich der perfekte Morgen. Das habe ich auch schon gesagt. Ja? Ja. Auch, das hast wahrscheinlich auch gesagt. Sport gemacht, schwimmen gegangen, geduscht Gearbeitet. und gearbeitet auch schon. Und jetzt Müsli. Ist das wirklich... Das ist der Platin-Morgen. Wir machen uns auf den Weg nach Kiel. Ist gar nicht mal so weit, ist nur knapp eine Stunde. Und ja, wir dachten, jetzt haben wir so viel Zeit am Nord-Ostsee-Kanal verbracht. Und in Schleswig-Holstein generell, warum nicht den Trip in der Landeshauptstadt beenden? Und tatsächlich habe ich auch so einen kleinen Bezug zu Kiel. Ich war früher relativ häufig in Kiel, als ich noch kleiner und jünger war, deutlich. Denn ich habe hier einen Sport gemacht in Kiel. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, dass ich damals als kleiner Basti für eine bestimmte Sportart hier in Kiel gemacht habe. Und wo sollten wir anders anfangen, als da, wo die Schiffe in den Nord-Ostsee-Kanal kommen, und zwar in der Schleuse. Anstieg schief. Basti hat schief geparkt. City-Trip. Okay. Das ist die traurigste Eintrittskarte, die ich je bekommen habe. Ein Stück weißes Papier. Was hat das weiße Papier gekostet? 1,50 € pro Person. Mehr können sie auch nicht drucken, weil sonst ist halt das Eintrittsgeld schon wieder verschwendet. Wir stehen an der Schleuse in Kiel, dem Eingang zum Nord-Ostsee-Kanal. Mit über 30.000 Schiffen pro Jahr ist er der meistbefahrene künstliche Kanal der Welt, sogar mehr als der Panama-Kanal. Auf knapp 100 Kilometern verbindet er die Nordsee mit der Ostsee und spart den Schiffen rund 450 Kilometer Weg um Dänemark herum. Und für uns einfach ein perfekter Spot zum Staunen, denn wann steht man schon mal nur ein paar Meter entfernt von einem riesigen Containerschiff?
Eine Schleusung dauert im Schnitt zwischen 30 bis 45 Minuten. Alleine das Schließen der riesigen Tore braucht mehrere Minuten. Ein stählernes Tor zwischen zwei Meeren und der Anfang oder das Ende einer Reise. Eine Kanaldurchfahrt inklusive Schleuse und alles kostet für diese kleinen Segelboote, die wir gesehen haben, so bis zu der Größe so um die 6 bis 25 Euro nur. Fand ich irgendwie total krass. Und für die ganzen großen Containerschiffe kann es bis zu 10.000 Euro kosten. Habe ich keine Ahnung, ob das viel ist oder nicht. Klingt erstmal viel. Aber die haben ja auch viel dabei. Aber 6 bis 25 Euro für die kleinen Dinger, hätte ich gedacht, wäre teurer. Das ist fair. Bestimmt. Leider hatten wir heute kein Glück. Die ganzen großen Dampfer, die letzten Tage an uns vorbeigefahren sind, waren jetzt in den 1,5 Stunden, die wir hier waren, nicht da. Aber es ist trotzdem interessant und es ist ein Ort, wo man Zeit verbringen kann. Also bringt was zu trinken und Snacks mit. Was zum Knabbern. Ja, dann kann man sich hier hinsetzen und ja, ich würde sagen, einen schönen Nachmittag verbringen. Sogar. Ja. Schiffe beobachten geht immer. Und so findet Peppi 2 Stunden Schiffe gucken. Schöner kleiner Ausflug. Wir gehen zurück zum Van, parken nochmal um und machen uns dann zu Fuß in die Innenstadt und suchen uns was zu essen. Regen, Regen, Regen. Wir laufen jetzt in die Innenstadt Düsterwald. Ne, wie hieß das? Düsternbroker Gehölz. Düsternbroker Gehölz. Richtig schöner Wald. Haben wir jetzt gar nicht mit gerechnet, dass wir jetzt noch so einen richtig schöne kleine Spaziergang haben, bevor wir was essen. So eine halbe Stunde? Ja. Halbe Stunde und wir laufen auf dem Niemandsweg. Wir hatten so einen Hunger, dass wir direkt losgelegt haben, nichts mehr gefilmt haben. Das ist der traurige Rest. Noch 2, 3 Pommes. So gut geschmeckt, richtig lecker. Smashburger, Baconburger. War richtig gut, aber sorry, nichts gezeigt. Beiß rein. In diesen traurigen Rest soll ich noch reinbeißen. Der Burger war ziemlich lecker. Wir müssen jetzt aber auch noch ein paar Meter gehen, was ziemlich gut ist zur Verdauung. Und den Spaziergang zurück machen wir durch die Innenstadt. Wir haben es zurück an den Van geschafft. Irgendwie war es viel weiter, als wir dachten. Ja. Und wir fahren jetzt aber noch raus aus der Stadt. Wir wollen nicht in der Stadt schlafen und suchen uns noch ein Plätzchen im Grün. Wir hoffen, euch hat der Ausflug in den echten Norden gefallen. An den Nord-Ostsee-Kanal. Wir fanden es hier eigentlich ziemlich cool. Wir haben viele nette Gespräche geführt. Es war richtig schönes, entspanntes Vanlife. Ja, sehr entspannte Menschen, ja. Ja, hat echt Spaß gemacht. Ja, schöne Stellplätze. Also der Norden Deutschlands ist auch für Vanlife richtig gut. Gab richtig viele schöne Plätze. Ja. Wenn man zu den richtigen Uhrzeiten unterwegs ist, an den Hotspots und sonst aber irgendwo außerhalb und mal jetzt nicht direkt vielleicht an der Küste sucht, dann findet man echt richtig schöne Plätze. Ja. Und da muss man auch irgendwie mal ein Danke sagen an die ganzen Gemeinden, die solche Stellplätze kostenlos zur Verfügung stellen. Das ist irgendwie Also richtig danke. Cool. Falls ihr zuguckt. Ja. Ja, Emoji der Woche ist Ein Kuchen oder eine Torte. Kuchen oder Torte. Ja, für das leckere Stück Kuchen. Ja. Ja.
Packt einen Support jetzt in die Kommentare, liked das Video, das hilft uns und unserem Kanal und unserer Arbeit. Das ist einfach eine riesengroße Wertschätzung für das, was wir machen. Und noch mehr ist es das Abo. Ja. Falls ihr hier zuguckt und noch nicht abonniert habt. Bis zu 40% haben noch nicht unseren Kanal abonniert von unseren Zuschauern. Genau. Macht das doch einfach mal. Einfach nur, das ist ein Klick, vielleicht noch ein zweiter, wenn ihr noch die Glocke aktiviert. Und das war's schon. Für uns super wichtig, für euch nur 2 mini kleine Klicks. Korrekt. Und kostet gar nichts. Ja. Würde uns freuen. So, Bis nächste Woche. Danke. Ende.